Herzlich willkommen zu Europa Up to Date aus dem Europäischen Parlament in Brüssel. Wir wollen heute über unsere Versorgungssicherheit in Europa reden. Ein Thema, das sich in vielen Bereichen in den Vordergrund gedrängt hat, sei es während der Covid-Krise, sei es seit dem russischen Überfall auf die Ukraine. Wir haben heute auch einen Fachmann auf einem speziellen Gebiet zu Gast, einem Gebiet, in dem die Frage nach der Versorgungssicherheit besonders dringend ist und viele von uns am dringendsten angeht. Ich meine die medizinische und medikamentöse Versorgung. Zunächst zu meinen Gästen. Wir begrüßen einen Abgeordneten des neuen Europaparlaments, wiedergewählt für eine zweite Legislaturperiode und gerade frisch gekürt zum ersten stellvertretenden Vorsitzenden des Wirtschafts- und Währungsausschusses. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen, Damian Böselager. Danke für die Einladung. Und wir begrüßen Frank Lucassen, Chief Executive Officer der Gesellschaft für klinische Spezialpräparate MEDAC. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Laut Ihrer offiziellen Kurzbiografie ist es Ihr Ziel, versorgungsnotwendige Arzneimittel gegen Krebs und Autoimmunerkrankungen weltweit für Patienten verfügbar zu machen. Sie operieren also weltweit, aber von Europa, von Deutschland und von Europa aus. Wie stellt sich diese Beziehung konkret dar in Sachen Versorgungssicherheit? Ich glaube, wir sind heute komplett in den internationalen Märkten verworren und präsent. Und wir leben in einer globalen Welt. Wir exportieren in über 95 Länder auf dieser Welt. Und gleichzeitig sind wir aber ein Produzent in Europa. Wir produzieren in Dessau im Osten, wir produzieren in Tschechien, in Brünn und sind, na klar, in der Mitte der politischen Diskussion rund um das Thema Versorgungssicherheit. Vor allem, weil wir einen großen Bereich haben, das sind die generischen Arzneien. Ich glaube, vielen ist es ein Begriff. Generisch sagt schon, generisch sind die heute sehr günstigen Nachahmerprodukte, die wir in Dessau produzieren. Und gleichzeitig, wie gesagt, sind wir aber auch auf der Welt unterwegs. Von daher ist dieses Thema für uns so wichtig, nämlich auf der einen Seite Teil für die Versorgungssicherheit zu sein, aber auf der anderen Seite, na klar, auch unser wirtschaftlichen Erfolg, unser Auskommen mit diesen Produkten auch zu bestreiten. Und das ist sozusagen der Grund, warum wir mitten in diesen Diskussionen sind. Ja, und die Diskussion ist ja eben auch der Mangel an Versorgungssicherheit, der sich jetzt zeigt, der sich Covid-Krise gezeigt hat, der sich in der Ukraine-Krise zeigt. Wie passt der dann sozusagen, also ist das nicht eine Entwicklung, die diesen ganzen global verwobenen Zusammenhang stört, dramatisch stört? Ja, ich finde es eine super spannende Frage, auf die es, glaube ich, auch keine einfache Antwort gibt. Für mich ist es halt super wichtig zu unterscheiden zwischen dem Ziel der Wettbewerbsfähigkeit. Und da gibt es viele Sachen, die wir in Europa besser machen können, zum Beispiel die Harmonisierung von Gesetzen über den europäischen Kontinent hinweg. Vielleicht eben auch eine Frage, wie eben in anderen Regionen produziert wird und ob es da unfaire Subsidies, also Unterstützung gibt. Also das sind alles irgendwie super spannende Fragen, aber es hat eigentlich eher was mit Wettbewerbsfähigkeit zu tun. Und dann gibt es die Frage der Versorgungssicherheit, die uns, glaube ich, allen sehr bewusst geworden ist, eben durch Covid und durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Und da gibt es verschiedene Antworten drauf, wie man damit umgehen kann. Das eine ist zu sagen, wir müssen eben diversifizieren in den Handelspartnern, die wir haben, gerade bei kritischen Fragen oder eben bei versorgungsrelevanten Themen und ganz klar auch eben Medikamenten und Masken, haben wir ja auch gelernt. Ja. Aber diese Diversifizierung kann halt eine Lösung sein. Es kann auch eine Lösung sein, dass man eben strategisch darüber nachdenkt, was man hier in Europa besser machen sollte. Ich habe da nur immer so ein bisschen Bauchschmerzen dazu, die beiden Themen zu vermischen, zu sagen, oh, wir sind jetzt nicht mehr wettbewerbsfähig, deswegen müssen wir jetzt jemandem helfen, weil der ist auch versorgungsrelevant. Und ich glaube, wie man da eine gute Lösung finden kann, das ist einfach eine Frage, die auch einfach fallspezifisch ist. Noch ein letzter Punkt dazu. Wenn man sich entscheidet, also tatsächlich in Deutschland zum Beispiel einen großen Chipshersteller zu subventionieren, mit 9 Milliarden Euro in Magdeburg eine Fabrik aufzubauen, dann ist das eine Entscheidung, die kann man irgendwie politisch rechtfertigen, weil man sagt, eben Chips sind so wichtig für uns. Aber dann finde ich, sollte das zumindest auf europäischer Ebene entschieden werden. Weil 9 Milliarden Euro zerschießt, also State Aid sozusagen, also Staatsbeihilfe, zerschießt den europäischen Binnenmarkt total. Das kann sich Slowenien und Slowakei niemals leisten, so viel Geld in die Hand zu nehmen. Also insgesamt ist, glaube ich, das Erste für mich eben diese Trennung von Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit. Die darf man nicht in einen Topf einfach so werfen. Das Zweite ist dann bei Versorgungssicherheit darüber nachzudenken, welche anderen Möglichkeiten neben der staatlichen Subvention gibt es, wie kann man Wettbewerbsfähigkeit in diesen wichtigen Bereichen schaffen. Und wenn man sich dann entscheidet, eben Staatsbeihilfe zu machen, was wirklich die letzte Lösung sein sollte, dann sollte das europäisch organisiert sein. Ja.
Wie sieht das aus Ihrer Sicht aus, dieses Dilemma? Genau, das ist ein schönes Thema, weil das genau ins Herz trifft von dem, worüber wir sprechen. Also gerade ist die politische Diskussion, und gar nicht politisch, sie ist auch eigentlich eine gesellschaftliche Position, ist ja, holt Versorgung zurück nach Europa. Gerade nach dem Problem mit Gas und was wir in Russland gesehen haben, haben wir festgestellt, wie kritische Infrastruktur wirkt. Jetzt überlegt man auch emotional, wie man sie nach Deutschland, nach Europa bekommt. Wir sind da. Und ich glaube, das ist vielleicht etwas, wo man anders rangehen muss, nämlich zu sagen, was finden wir eigentlich, und da spreche ich gar nicht nur von Deutschland, sondern tatsächlich von Europa vor, was haben wir heute eigentlich an Struktur, an Mittelstand, was immer ja auch Thema ist, die global arbeiten, aber eben schon hier sind. Und ich glaube, es geht hier mehr darum, Rahmenbedingungen zu gestalten, damit wir gar nicht unbedingt mit den vielen Milliarden das zurückholen müssen, sondern aus dem, was wir haben, die nächsten Entwicklungsstufen bringen können. Und was sind das für Anpassungen an den Rahmenbedingungen? Genau, und jetzt kommen wir, na klar... Fragt der Gesetzgeber. Ja, also... Und das ist nachvollziehbar. Weil jetzt kommen wir, na klar, und das verstehe ich wiederum auch, wir sind in der Gesundheit in einer Regulierung. Und es darf auch nicht anders sein. Am Ende ist es der Steuerzahler, der für die Produkte aufkommt, und es ist der Staatshaushalt, wie auch immer geartet, der es bezahlen muss. Auf der anderen Seite gibt es Mechanismen, die seit Jahren die Möglichkeit des Geldverdienens mit diesen wichtigen Arzneien aus europäischen Produktionen nicht mehr in der Form ermöglichen, dass man das sozusagen ertragsstark machen kann. Aus diesem Grund müssen wir nach innen her Lockerungen schaffen. Sie wissen, dass viele dieser Produkte in Deutschland und Europa ausgeschrieben werden. Also dass wir zum Beispiel Ausschreibungslogiken haben, die heute rein preisgetrieben sind. Also sie gewinnen eine Ausschreibung und sie treten international an, weil sie sozusagen einen Preis geben. Und ich glaube, hier muss der Gesetzgeber anfangen, es zu verändern und sagen, was ist es uns wert, wenn wir europäisch produzieren und sozusagen einen Aufschlag geben, und der kann auch virtuell sein, also man tritt praktisch an und sagt, okay, das sind Punkte, die du bekommst, weil du europäisch produzierst. Das kann man auch weitergehen in Nachhaltigkeit oder in andere Dinge. Und ich glaube, so kann man diese zwei Dinge miteinander verbinden, Regulation mit sozusagen Möglichkeiten einer europäischen Entwicklung. Ja, ich habe natürlich eine sofort sehr skeptische Reaktion. Ja? Also wenn es darum geht, sozusagen in den Preismechanismus einzugreifen, dann ist es halt eine gewisse Schwierigkeit. Ich verstehe, dass sozusagen dann das Ziel eben die Versorgungssicherheit ist, aber ich bin da wirklich... ich verstehe das. Also es ist, es wäre, glaube ich, eine Verzerrung des Wettbewerbs, es wäre eine protektionistische Maßnahme. Die Frage ist dann auch schon, wo sind denn die Wettbewerber? Sind die tatsächlich alle aus China? Was heißt das? Und wie groß sollte der Anteil von europäisch nachgefragten Produkten versus Produkten aus dem Ausland sein? Also ich glaube, es ist etwas, wo ich auf jeden Fall auch noch auf dem Lernprozess bin. Ja. Ich kann nur sagen, die erste Reaktion ist erstmal, okay, schön, wir machen jetzt den deutschen Firmen, die eben nicht mehr so wettbewerbsfähig sind, jetzt hier schaffen eine Möglichkeit, tatsächlich ihre Produkte noch an den Mann zu bringen. Die andere Option wäre halt, sich anzuschauen, also ist jetzt einfach eine erste ehrliche Reaktion. Die andere Option wäre, sich halt anzuschauen, was macht den Standort Deutschland und Europa eben so viel weniger wettbewerbsfähig als jetzt den chinesischen, wenn es halt eben wenn die Lohnstückkosten sich halt so massiv unterscheiden, trotz des Transfers mit Booten, mit Containern, das hierher zu bringen, okay, ist jetzt nicht besonders teuer, aber also das genauer zu verstehen, die Preisstruktur zu verstehen und zu überlegen, wie kann man denn vielleicht die Wettbewerbsfähigkeit auch erhöhen des Standorts. Und das sehe ich eindeutig als Staatsaufgabe, da auch hinterher zu sein. Ne? Ja, ich verstehe, woher Sie kommen. Ich nehme trotzdem das Beispiel des russischen Gases. Jeder wusste, als wir russisches Gas gekauft haben in der Vergangenheit, dass der Preis aus einem gewissen Grund niedrig war. Und wir haben es alle akzeptiert. Dann kam der russische Angriffskrieg und Herr Habeck ist nach Katar gefahren und hat Gas gekauft. Heute ist in der Versorgungssicherheit von pharmazeutischen Arzneimitteln eine Produktion ohne asiatische, chinesische, indische Grundprodukte. Und es geht noch weiter. Sie können auch in andere Regionen gehen, ob das Ampullen sind als Grundstoff, ob das Stopfen sind oder wie auch immer, die heute nicht mehr in ausreichendem Maß in Europa hergestellt werden. Einfach nicht mehr hergestellt werden. Ja. So, das heißt, wenn aus welchem Grunde auch immer die Lieferkette reißt China überfällt aus China,
ist die Versorgung mit Arzneimitteln in Europa nicht mehr gesichert. Und zwar nicht mehr gesichert. Nicht ein bisschen gesichert, sondern nicht mehr gesichert. Und es gibt nirgendwo, wo Herr Habeck hinfahren kann, als Alternative. So ist es. Also zumindest nicht, um es wie da zu lösen in diesem Fall, weil die komplette Lieferkette darauf ausgerichtet ist. Ja. Das heißt, die Frage, die sich doch für uns, und jetzt spreche ich gar nicht als Pharmaunternehmen, sondern auch als Mensch dieses Landes, wie sichern Sie mir denn meine Versorgungssicherheit zu, wenn wir das wissen? Und es ist nicht eine Spekulation, es ist ein Wissen. Ja, wo ich Ihnen voll zustimme, ist, dass die einseitige Abhängigkeit von zum Beispiel einem geografischen Partner Unsinn ist. Ja? Also ich glaube, diese Diversifizierung, die kann ich sofort nachvollziehen. Und deswegen meine ich, es sind halt diese zwei unterschiedlichen Ziele. Und ich bin ehrlich gesagt einfach nicht tief genug auch im Thema der Gesundheitsbranche drin, um mir das genau, das Verständnis schon geschaffen zu haben. Ja? Das ist einfach noch nicht mein Bereich. Und ich finde es einfach, glaube ich, dann spannend zu verstehen, ist dieser Preismechanismus der richtige Mechanismus, eben dann zu sagen, okay, ein gewisser Anteil der Ausschreibungen des öffentlichen Sektors sollte eben dann, was weiß ich, so blöd es ist, Europe First sein, halte ich halt für eine sehr, also da stottert in mir sozusagen das ordoliberale Herz, ja? Aber vielleicht gibt es ja irgendwelche anderen Möglichkeiten auch zu diversifizieren, ohne den Preismechanismus auszuschalten. Deswegen frage ich mich eben, ob man sozusagen die Standortattraktivität erhöhen kann. Und das ist wirklich eine ehrliche Frage an Sie, ohne dass man sozusagen bei der Abnahme in den Preis eingreift, sondern eher sagt, so, wie können wir eigentlich für Sie zum Beispiel die Standortattraktivität erhöhen. Aber die Standortattraktivität wäre ja am Ende, weil am Ende mündet das ja in den Produktpreis, wäre ja am Ende Rahmenbedingungen zu schaffen, um eine sozusagen Reduzierung des Produktpreises als solches zu bekommen. Ja, genau. Weil sonst, also von daher, das ist die Idee, ja. Genau, aber die Idee, da fehlt mir gerade die Fantasie. Also gerade wenn ich die neue Gesetzgebung sehe, dass wir neue Abwasserversorgungsrichtlinien bekommen, bei Chemotherapeutika in Dessau bedeutet das, da gehen die Preise hoch, weil das ist extrem aufwendig, das in Zukunft zu tun. Es gibt andere, das wissen Sie, Gesetzesvorhaben, die auch aus der Europäischen Union kommen, die eher das Thema schlechter machen, als sie es sozusagen besser machen würden und somit die Konkurrenzfähigkeit hier nochmal zu gehen. Und einen Widerspruch möchte ich auch nochmal sehr deutlich machen. Sie sind doch gar nicht in der freien Preisgestaltung. Wenn Sie die freie Preisgestaltung zulassen würden, aber wir haben ein Preismoratorium seit 2010, dürfen wir auf gewisse Artikel keine Preise erhöhen in diesem Markt. Also das ist alles andere als freie Preisgestaltung. Ja, genau, das ist nicht mein Markt. Also es ist gut zu lernen. Sie, also man kann nicht auf der einen Seite das Los der freien Preisgestaltung nehmen, aber nutzt sie nicht in dem Maße, wie man sie nutzen könnte, wenn Sie sozusagen, ich weiß aber auch, wenn Sie den Moratoriumsdeckel wegnehmen, fliegen Ihnen die Kosten um die Ohren als Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, gerade auch der Spagat, der zu gehen ist. Also von daher, man kann nicht von freier Preisgestaltung reden, wenn Sie keine freie Preisgestaltung zulassen. Was ich super spannend finde an Ihrem Punkt ist diese erste Frage, so, wir erhöhen den Regulierungsdruck auf europäische Unternehmen. Das ist ganz klar, der Regulierungsgrund ist auch verständlich, Klimawandel, Biodiversität und so weiter. Die meisten Gesetze werden ja nicht aus der Luft gezogen, sondern da gibt es so. Und die Frage ist jetzt, wie geht man eigentlich mit dieser Mehrbelastung dann um im internationalen Wettbewerb? Und ich glaube, da gab es ja so Ansätze von Carbon Border Adjustment Mechanism, also dass man halt irgendwie in irgendeiner Weise dann halt sagt, die Produkte, die importiert werden, müssen zumindest diesen Aufpreis, der dadurch entsteht, eben irgendwo abfangen. Das ist zum Beispiel wieder was, das ich irgendwie logisch sehr leicht nachvollziehen könnte. Und vielleicht wäre das auch ein Ansatz, da die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, indem man eben das mit einpreist, was europäische Unternehmen an Umwelt-, an Sozialstandards einhalten müssen. Und da sind wir in der Wettbewerbsthematik, gebe ich Ihnen recht, aber noch lange nicht in der Liefersicherheit. Weil das damit nicht geregelt ist, sondern... Wird dann nicht Ihr Produkt relativ attraktiver? Es wird im Falle relativ attraktiver oder andersrum. Es gibt erste Mechanismen, die wir sehen, die positiv wirken. Also zum Beispiel UK hat gerade eine Tax für uns reduziert, weil viel ist ja auch textgesteuert und steuergesteuert, wie man das zusätzlich reguliert. Großbritannien. Genau, also von daher sehen wir auch erste Ansätze, die das möglich machen. Aber wie gesagt, trotzdem, glaube ich, müssen wir zwei Dinge machen. Das ist einmal der ökonomische Faktor vor Ort und gleichzeitig aber Liefersicherheiten herstellen, dass die Produktion auch wieder in Europa ist. Weil, wie gesagt, nur weil sie preisgleich sind, aber sozusagen 80% Marktanteil vielleicht trotzdem noch da liegt, lösen sie das Problem damit erstmal nicht. Sondern die Frage ist am Ende, und ich habe da auch ein
vielleicht ein Vorschlag oder vielleicht ist das nur mal so eine Denkidee, das ist einfach zu sagen, okay, eine MEDAC zum Beispiel, wir sind gar nicht daran interessiert, nicht interessiert ist falsch, aber das ist vielleicht nicht unser erstes Ziel, gigantisch hohe Marktanteile zu haben. Heute ist aber das Problem, dass wir gewisse Produktionskapazitäten vorhalten, die eigentlich per se aus der rein ökonomischen, wirtschaftlichen Sicht des Unternehmens keinen Sinn mehr machen. Also in allen anderen Bereichen würden Sie sagen, lass es. Ja. So, das heißt, wie schaffen wir es, dass wir diese kritische Infrastruktur noch aufrechthalten, also wie so ein Fallback, wo wir einfach sagen, das ist so. Und das wäre zum Beispiel, wenn wir sagen, okay, wir kriegen zu einem gewissen höheren Preis, kriegen wir sozusagen eine Infrastruktur finanziert, also können auch die Produkte absetzen. Und dann könnten wir dahinter zum Beispiel auch Skalierungen legen, wo wir sagen, wenn es wirklich Probleme kommt, können wir hochskalieren auf einen gewissen Betrag, weil wir nämlich zum Beispiel, das nennt sich API, also wir halten vor, wir holen die Wirkstoffe rein, weil in der Vergangenheit war das nicht selten so. Es gab internationale Engpässe. Die MEDAC ist eingesprungen, hat Produktion hochgezogen, hat Wirkstoffe, also API, gekauft. Der Lieferengpass war vorbei und keiner hat sich mehr daran erinnert, dass die MEDAC genau das getan hat. Und was haben sie? Sie haben API im Lager, sie haben all diese Kosten aufgewendet und haben keinen langfristigen Effekt. Und da sage ich heute als Unternehmensführer kein zweites Mal. Weil das ist unfaires Handeln bezogen auf, wir finden Lösungen. Und Sie kennen genau die gleiche Situation in der Maskendiskussion. Wie viele Leute haben Maschinen hingestellt, wollten machen, jede Maske kommt überall auf der Welt heute her, aber definitiv nicht mehr aus Deutschland. Also es ist halt eine interessante Frage, weil für mich steht dahinter die Frage, was ist die Rolle des Staates? Und was Sie mir erklären ist, ehrlicherweise ist dieser ganze Markt sowieso schon durch Staatsregulierung in irgendeiner Weise verzerrt. Und die Frage ist jetzt, wie man dieses gesellschaftliche Ziel der Versorgungssicherheit irgendwie richtig angehen kann. Wenn es über die Preisregulierung kommt, dann vermischt sich dann halt sozusagen das Ziel des Wettbewerbs mit dem Ziel der Versorgungssicherheit und das ist alles ein bisschen unsauber. Und ich glaube, ehrlicherweise kann man da nur eine kompetente Aussage zu treffen, wenn man sich intensiv mit diesem Markt beschäftigt und dann versucht, da eine Möglichkeit zu finden, eben dieses politische Ziel der Versorgungssicherheit mit eben Kapazitätsvorhalten eben irgendwie abzudecken. So, ich müsste wirklich intensiv darüber nachdenken, was der richtige was für mich die richtigen Schritte wären, dahin zu gehen, weil es eben ein Einmischen in nicht nur den deutschen, sondern auch den globalen Markt ist. Absolut. Eine Frage, die ich, und auch den europäischen, eine Frage, die ich dann noch zu hätte, ist, vielleicht zwei. Die erste Frage ist, wie sehen Sie das sozusagen Deutschland versus Europa? Also welche Rolle spielt Deutschland versus Europa? Und die zweite Frage ist, sind Sie denn eigentlich autark in der Zulieferung für Ihre eigene Produktion? Also selbst wenn Sie jetzt sozusagen diese Abnahmesicherheit kriegen, könnten Sie denn weiter produzieren, wenn zum Beispiel China, Indien eben Grundstoffe nicht mehr liefern würden? Augenblicklich schwer. Also in den meisten Produkten wahrscheinlich nein. Aber wie ergibt sich dann diese Logik der Versorgungssicherheit, wenn Sie auch, selbst wenn wir sozusagen eine höhere Preisabnahme absichern würden, dann nicht lieferfähig wären? Ne? Weil Sie andere Vorbereitungen treffen können, diese Sicherheit herzustellen. Ich sage eben, wenn Sie sich, also Wirkstoffe zum Beispiel ist das teure, das nennt sich API bei Pharma. Das legen Sie sich heute nicht lang auf Lager, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Sie nicht mehr liefern, einfach da ist. Zum Beispiel, wenn Sie sowas in Zukunft über Längerfristigkeiten planen können, dann kriegen Sie das. Das können Sie auch mit anderen Produkten machen. Das machen Sie aber nicht, wenn Sie prinzipiell in Ihren Produktionen nicht auskömmlich sind. Ich meine, das ist ein ganz normaler, das Grundprinzip der Ökonomie. Und da ist, glaube ich, etwas, was man anders kontrollieren kann. Aber ich gebe Ihnen völlig recht, also ausgeschlossen ist es dann immer noch nicht. Weil ich sage mal, nimm mal ein Beispiel, Sie haben zwar das Produkt, aber Sie haben keine Glasampulle. Weil die Glasampulle weiß nicht, woher kommt. Ja. Also bitte, deswegen, das ist nicht so trivial, wie sich das vielleicht gerade anhört, sondern es ist ein Schritt in diese Richtung, wo wir zumindest es schaffen können, mehr Substanz zurückzuholen. Aber wie gesagt, es ist nicht dadurch 100%. Ja, das ist eine spannende Frage. Also wie gesagt, die Diversifizierung ist für mich auch interessant. Also wenn es eben gewisse Geografien gibt, von denen man einseitig abhängig ist, und das ist ja bei China nicht nur in der Produktion, sondern auch in der Nachfrage. Ich meine, das ist einfach für insgesamt den Standort Deutschland und Europa nicht besonders
sinnvoll. So, und trotzdem ist halt die Frage, ist es dann wieder ein Reshoring oder sollte man in irgendeiner Weise halt eben auch den globalen Markt da irgendwie ein bisschen einbeziehen? Deswegen aber da bin ich zu 1000% bei Ihnen. Also alle die Thesen, die ich genannt habe, haben nichts mit Protektionismus zu tun. Wir sind ein global agierendes Unternehmen. Wir haben Tochtergesellschaften in Japan, viele in Europa. Wir exportieren nach Costa Rica. Also das wäre ja Quatsch. Also wir sind Teil einer globalen Welt, aber wir müssen sie sensibler und spezifischer anschauen. Weil es reicht nicht, sozusagen die Effekte zu nehmen, aber am Ende nicht die Konsequenzen zu bewerten, die sie haben, wenn wir so weitermachen, wie wir es gerade tun. Und das sind nicht Dinge, also da kann man mich zitiert, seit Jahren predige ich das. Und ganz offen, es wird immer schlimmer. Und, was genau? Also das Wissen darum, dass auskömmliche Produktion in Europa schwer möglich ist, weil das Preislevel eigentlich so schlecht ist, das ist nichts Neues. Darf ich einmal ganz kurz fragen, wie Ihre Kostenstruktur bei einem typisch, sagen wir, bei Ihrem größten Medikament so aussieht? Was sind so die Hauptkostentreiber für Personal? Personal, ja. Also, und wie gesagt, wir produzieren in Dessau. Auch da kann man mal über deutsche und sozusagen auch politische, also das politische Engagement von Firmen wie Medag, die in Dessau über 300 Mitarbeitende beschäftigen. Wir sind in Tschechien mit einem großen Werk. Höherer Kostenfaktor als zum Beispiel Energie in der Produktion? Ja, doch. Also komplett ja, auf jeden Fall. Also ja, das kann man heute sagen. Aber auf jeden Fall deutlich höher als Produktion in Indien oder in China oder sonst wo. Also das können Sie mitnichten überhaupt nur vergleichen. Okay. Ja. Und auch da muss man fair sein. Es geht hier nicht darum, dass wir nicht auch ein Portfolio besitzen, welches auskömmlich auch in Europa produziert wird, weil wir sprechen gerade sehr über das generische Portfolio, was ja nur ein Teil auch unseres Portfolios ist. Also von daher auch zur Fairness, das sind andere Produkte, Zelltherapien oder sonst was. Das ist gut, das ist okay. Also da würde ich jetzt auch gar nicht... Und wie sehen Sie sozusagen die Entwicklung jetzt mal in anderen Geografien, zum Beispiel sagen wir mal USA oder China? Also wie würde es Ihr Geschäftsmodell in irgendeiner Weise verändern, wenn da jetzt eben auch protektionistische Maßnahmen kämen? Sind ja schon protektionistische Maßnahmen gegriffen worden. Genau. China subventioniert ja praktisch alles, was läuft und kriecht, und die USA mit dem Reduction Act. Inflation Reduction Act, ja. Genau, also wir gucken uns praktisch kontinuierlich gucken wir uns die Weltentwicklung an, weil sie für uns ja in beide Richtungen wichtig sind. Also einmal, wie kommt der Einfluss der Welt zu uns, also sprich auf unser Handeln. Unser Headquarter ist in der Nähe von Hamburg, also ist der Deutsch. Aber na klar, auch was bedeutet das für unsere Exporte, die wir rund um den Globus betreiben. Und da sehen wir vor allem Gefahren, die... Und da muss man fair sein, auch aus der USA kommt, also protektionistisch zu sehen sind. Also das ist jetzt nicht, man muss auch vorsichtig sein, man redet immer so schnell über China, da gibt es viele andere Geografien auf dieser Welt auch. Aber ich halte das zumindest für viel fragiler, als das vor Jahren der Fall war. Das kann man sagen. Und ich nenne Ihnen ein Beispiel, da ist die Medag auch zitiert, auch in namhaften Zeitungen. Wir hatten ein Produkt, Thiotepa heißt es, das braucht man für Stammzellentransplantationen. Das ist ein Produkt, was wir über China bekommen. Und in China gibt es ein neues Antispionagegesetz. Und da ist es so, dass wir deutsche Auditoren, in diesem Fall regional, also Schleswig-Holstein, nach China schicken müssen, um dort sozusagen die Auditierung der Anlagen vorzunehmen. Und die Behörden haben diese Auditierung gestoppt, weil sie nicht mehr nach China fahren wollten. Und wir konnten in diesem Moment unser Produkt nicht mehr vertreiben, weil wir sozusagen kein Zertifikat hatten aus der chinesischen Produktionsstelle. Also nur ein Beispiel. Warum sind die nicht dahin gefahren? Weil sie, bezogen auf das Antispionagegesetz, Angst hatten, festgesetzt okay. zu werden. Und das waren die Behörden. Und man muss das ein bisschen vergleichen. Vielleicht ist das ein bisschen zu simpel, aber ich sage es trotzdem. Sie kaufen ein Auto, fahren zum TÜV und der TÜV ist zu. Dann haben Sie ein Auto gekauft. Ja, ist zu. Ja, aber wann machen Sie denn wieder auf? Ja, weiß ich nicht, wir haben noch keine Regelung. Ja, aber ich habe doch, verstehen Sie? Und das haben Sie hier auf einmal, und das ist ein Beispiel, was vielleicht jetzt 4 Wochen alt ist, wo wir dieses Thema hatten.
Wie sind Sie damit umgegangen? Wir haben die Behörde verklagt. Ja. Und wir haben gewonnen. Also nicht gewonnen darf man nicht sagen, weil es war kein Verfahren, war ein Vergleich dann. sondern, auch nicht mal ein Vergleich, sondern die Behörde hat dann sozusagen reagiert und es uns ermöglicht, sozusagen diese Produkte weiter zu vertreiben. Aber es beschreibt die Sensibilität dieses Themas, weil das war für mich vorher, da fliegen sie halt hin, auditieren und fliegen halt zurück. Ja, also ich muss noch mal kurz sagen, ich bin überhaupt kein Handelspolitiker. Ich lerne gerade extrem viel im Gespräch mit Ihnen. Genau, meine Themen sind eigentlich anderer Natur, aber es ist auf jeden Fall spannend, mal genauer reinzuschauen. Ja. Ich glaube, für mich ist natürlich eher dann die Frage, wie tief muss man in einen Markt reingehen, um ihn zu verstehen. Ich kann aus meiner Perspektive sozusagen die Prinzipien festlegen, die ich für sinnvoll halte. Und es ist eben genau, wie Sie sagen, also dadurch, dass eben mehr Staatsbeihilfe auf verdeckte oder offene Art und Weise eben in anderen Regionen passiert, was heißt das dann für die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland oder auch Protektionismus, wie Sie sagen, kann auch Red Tape sein, also dass irgendwelche Auditoren da eben abgehalten werden, einzureisen, ist natürlich eine sehr um die Ecke gedachte Möglichkeit, die Produktion in einem Produktionsstandort zu schwächen. Also das ist natürlich alles Dinge, die man sich genau anschauen muss und wo man dann eben, glaube ich, auch auf der richtigen Ebene vielleicht politischen Druck auch ausüben muss. Aber es geht auch, also für mich ist klar, wir werden das nur hinkriegen, wenn wir eben europäisch gemeinsam agieren, weil den Chinesen vielleicht oder der chinesischen Regierung Deutschland jetzt vielleicht egaler ist, als wenn das jetzt irgendwie Herr Borrell oder Frau von der Leyen macht. Ja. Also das ist für mich, und das ist eben auch, wie ich das auch gesagt hatte, auch bei der Frage der Staatsbeihilfe intern wichtig, dass man nicht jetzt sagt, okay, man macht jetzt aus deutscher Perspektive etwas und dann sind halt die anderen EU-Länder dann irgendwie hinten an. Ja. Also es wäre mir auch wichtig, dass man, egal was man macht, das eben europäisch denkt. Und wichtig, das sehe ich auch immer mehr, es müssen die an den Tisch, die das gesamte System verstehen. Und das ist auch, glaube ich, etwas, wir müssen raus aus dieser, da sind die Bösen, da sind die Guten, das sind die Industriellen, das sind die noch was. Und ich hoffe, Sie haben in diesen 20 Minuten gemerkt, wie mir das Thema brennt. Jetzt können Sie sagen, das macht er alles, weil er der CEO eines es geht um Versorgungssicherheit, nicht mehr ganz kleinen Unternehmens ist. Aber ich sage Ihnen auch, ich habe 3 Kinder, ich habe eine Frau und ich kann Ihnen heute nicht garantieren, ob wir Liefersicherheiten haben, die wir langfristig gewähren können. Und, haben Sie Glück, weil ehrlich gesagt habe ich noch nie Menschen danach oder sozusagen Interessen nur danach eingeschätzt, ob das jetzt, wer mir da jetzt gegenüber sitzt in der Funktion. Das finde ich ein bisschen zu langweilig. Aber mir ist eben wichtig, und das ist das Ableiten daraus, dass wir zusammenkommen müssen und gemeinsam Lösungen erarbeiten müssen, wie wir es hinbekommen. Und das ist, glaube ich, das, was wir als nächstes erreichen müssen. Heißt das auch mit allen Gesundheitssystemen, sozusagen von allen Mitgliedstaaten zu jonglieren? Was halt interessant, also warum ich vielleicht auch in erster Linie so reagiere, ist, weil was gerade hier sozusagen auch im Volkswirtschaftlichen Ausschuss und so besprochen wird, ist die Frage, sollten wir die Staatsbeihilferegeln runtersetzen, sollten wir Mergers and Acquisitions, also sozusagen Wettbewerbsrecht einschränken. Das ist das, was Macron und Scholz versuchen, die ganze Zeit jetzt irgendwie nach vorne zu bringen. Und das sind halt alles so Themen, wo ich extrem nervös reagiere, weil das dann auch eben mittelständischen Unternehmen nicht helfen wird, wenn wir, also die Frage oder die große Debatte gerade ist, schaffen wir Wettbewerbsfähigkeit in Europa, indem wir den Wettbewerb in Europa schwächen? Und da bin ich extrem dagegen. So, und jetzt ist die Frage, wie kann man trotzdem eben sich anschauen, dass man nicht naiv ist im globalen Kontext, und das nehme ich jetzt auch aus diesem Gespräch nochmal mit. Absolut. Und danke auch dafür. Aber diese Fragen, die werden jetzt auch die entscheidenden sein des nächsten Mandats, weil wir haben jetzt sehr viel regulatorischen Aufwand betrieben, der Ihnen jetzt irgendwie vielleicht nicht zugutekommt nur, oder der vielleicht auf andere Ziele einzahlt, wie zum Beispiel den Klimaschutz. Ja. Aber ich glaube, wir müssen halt eben schauen, wie wir auch die Innovationskraft dann entfalten können. Und den Pragmatismus. Und ich glaube, und so habe ich das jetzt auch verstanden, und das sehe ich auch so. Also und dann vielleicht auch nochmal eben dann vielleicht einem doch europäischen Problem, weil wir sprechen ja gerade über sozusagen 2 Pole. Aber wir haben na klar innerhalb Europa, dadurch, dass wir ja in jedem Land ein unterschiedliches Sozialversicherungssystem haben, also auch sozusagen, wie am Ende wird eigentlich eine Preissetzung gemacht, ist ja keine Definition des Europäischen Parlaments, sondern ist ja am Ende die Fragestellung der nationalen, ob das jetzt politischen Institutionen sind, Krankenversicherungen oder wie auch immer, und alle sozusagen nochmal mit gesonderten Regelungen. Also auch da kann ich gar nicht hingehen und sagen, das ist eine europäische Lösung, wenn wir das so machen, weil an sich, und es gibt auch schon sehr clevere Modelle, die das einbringen. Also die Skandinavier zum Beispiel, die nehmen heute schon zum Beispiel Nachhaltigkeit und auch schon europäische Produktion in ihre Ausschreibungen mit hinein, wobei es andere gibt, die einfach nur nach dem Preis gehen. Also auch
das ist, glaube ich, Ihr Problem. Ja, in vielen Bereichen haben Sie dann immer noch sozusagen Mitgliedstaaten-Themen, die Sie haben. Als letzter Satz dazu, da sind Sie natürlich bei Volt im Kernbereich der europäischen Reformen und das ist auch das, was sozusagen mich natürlich antreibt, ist zu überlegen, wie kann man vielleicht, ohne dass jetzt man die sozialen Systeme abschwächt, aber auch dafür sorgen, dass es europäisch denkbarer ist, weil im Moment wir halt sehr national denken, ich zahle hier Steuern und dann kriege ich ja auch meine Sozialversicherung hier und so. Und die Frage ist ja, was passiert denn, wenn ich eigentlich im anderen Land arbeiten möchte und so. Also da gibt es, glaube ich, noch große Baustellen, wo wir auch gar nicht am Ende sind der europäischen Entwicklung. Genau. Ja. Jetzt ist uns die Zeit davon gelaufen. Ja, es wird ganz spannend, aber leider haben wir keine Zeit mehr. Nächstes Mal kommen wir dann vielleicht noch mal drauf zurück. Ich danke Herr sehr Böselager, vielen Dank. Danke. Herr Lucassen, vielen Dank. Und Dankeschön. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Danke.